Nur eine kurze nächtliche Überfahrt trennt uns nun von unserem nächsten Ziel, dem Fürstentum Monaco, mit knapp 40.000 Einwohnern gleichzeitig zweitkleinster und bevölkerungsdichtester Staat der Erde. Nach unserer Ankunft verschaffen wir uns zunächst einen Überblick über die ansprechende Hafengegend. Nur einen kurzen Fußweg vom Pier entfernt ist der Altstadtbezirk Monaco-Ville, der attraktiv auf einem von den Einheimischen Le Rocher genannten Riesenfelsen thront und neben dem Fürstensitz viele Sehenswürdigkeiten wie die Kathedrale oder das Ozeanographische Museum beherbergt. Den bequemsten Zugang auf die Altstadthöhen erhält man von der Rückseite her, denn hier versteckt sich am Rande eines Parkhauses eine komfortable Rolltreppe, nach deren Nutzung man nahezu ebenerdig die Gärten von Saint-Martin am Rande der Klippen mit ihren vielen lohnenden Aussichtspunkten erreicht. Das Fort Antoine aus dem 18. Jahrhundert, heute ein Freilichttheater, markiert den Zugang von der Mittelmeerseite. Die scheinbar jeder Aufstiegsmöglichkeit trotzenden schroffen Felswände stellen jedoch kein unüberwindliches Hindernis dar, denn eine Rolltreppe im Inneren des Felsens transportiert die Besucher bequem auf eine erste aussichtsreiche Zwischenplattform. Besonders attraktiv präsentiert sich von hier aus das von Fürst Albert I. gegründete Ozeanographische Museum. Nach einer weiteren Auffahrt erreicht man schließlich die Altstadtebene und gleichzeitig den Haupteingang zu dem monumentalen Museum mit seinen über 100 Becken und Meeresbewohnern aus aller Welt. Noch sind jedoch am früheren Morgen die Tore des Museums geschlossen und ohnehin bevorzugen wir an einem schönen Tag wie diesem Freiluftaktivitäten wie einen Spaziergang durch die wundervollen Gärten von Saint-Martin. Hier wird auch dem Gründer des Museums, Prinz Albert I., ein standesgemäßes Denkmal gesetzt. Dies gilt gleichermaßen für die Natur- und Blumenliebhaberin Fürstin Grazia Patricia. Wundervolle Aussichten auf das Mittelmeer und den malerischen Hafen von Fontvieille begleiten unseren Spaziergang. Nun richtet sich unsere Aufmerksamkeit auf den Innenbereich des Altstadtbezirks, wo wir nach einem kurzen Fußweg zunächst die Kathedrale Notre-Dame Immaculée erreichen. Nach deren Besuch begeben wir uns auf den Vorplatz des großen Fürstenpalastes der Grimaldi-Familie. Anschließend bummeln wir durch die malerischen engen Gässchen der Altstadt und erreichen schließlich die Bushaltestelle für die darauffolgende Etappe. Fließend und organisch gestaltet sich der Übergang von der üppigen Natur zu der prächtigen neoromanischen Architektur der 1911 geweihten Kathedrale. Ins Zentrum der Weltöffentlichkeit gelangte der Sakralbau vor allem im Jahre 1956 durch die Vermählung von Fürst Rainier III. Mit der damaligen Hollywood-Schauspielerin Grace Kelly. Wie die anderen verstorbenen Mitglieder der Grimaldi-Familie hat auch Fürstin Grazia hier ihre letzte Ruhestätte gefunden. Nur wenige Schritte von der Kathedrale entfernt befindet sich der Fürstenpalast, die offizielle Residenz der Fürstenfamilie Monacos.
Mit Interesse beobachten wir hier das stündlich stattfindende Zeremoniell der Wachablösung. Vom Rande des Platzes aus genießt man einen wundervollen Ausblick auf Hafenbecken und Stadt. Danach begeben wir uns in die zauberhaften Sträßchen der Altstadt, die sich am frühen Vormittag noch erfreulich unberührt vom späteren Touristenrummel präsentieren. Auch eine etwas versteckte Sehenswürdigkeit ist hier zu finden, die im luxuriösen Barockstil erbaute Chapelle de la Miséricorde aus dem 17. Jahrhundert. Flott begeben wir uns nun zur Bushaltestelle, um das weltberühmte Casino im Stadtbezirk Monte Carlo noch rechtzeitig zu den vormittäglichen Besichtigungszeiten zu erreichen. Die Busfahrt dorthin auf den Spuren der Formel-1-Rennstrecke bietet wiederum schöne Ausblicke auf Stadt und Hafen. Schon von außen verströmt das 1863 eröffnete Gebäude der Spielbank eine Aura von Pomp und Luxus. Der französische Architekt Jules Touzet schuf den Prachtbau im eindrucksvollen Beaux-Arts-Stil und erschloss somit eine wichtige neue Einnahmequelle für die Grimaldi-Familie. Nach dem Betreten des Gebäudes gelangt man zunächst in das noch frei zugängliche, pompöse Foyer. Nur vor Beginn des Spielbetriebs um 14 Uhr lassen sich die strengen Kleidervorschriften in den Innenräumen sowie das Film- und Fotografierverbot umgehen. Allerdings ist hierfür eine nicht unerhebliche, jedoch unbedingt lohnende Eintrittsgebühr zu entrichten. Die aufwendig dekorierten öffentlichen und privaten Spielsäle dienten bereits häufig als Schauplätze für Filmklassiker wie James Bond oder Ocean's 12. Auch auf dem Vorplatz des Casinos und seiner Umgebung scheint sich alles um das Thema Geld zu drehen. Etwas oberhalb der luxuriösen Baukomplexe empfiehlt sich ein Spaziergang durch die sehenswerten Gartenanlagen. Nachdem wir unseren Bummel durch die Casinogärten beendet haben, besteigen wir wiederum einen Linienbus, der uns in den tiefer gelegenen Stadtbezirk Larvotto rund um das Grimaldi-Forum transportiert. Hier werfen wir zunächst einmal einen Blick auf den Stadtstrand und dessen Umgebung und besuchen im Anschluss den wundervollen japanischen Garten.
Hauptattraktion des Stadtteils Larvotto ist zumindest im Sommer sicherlich der gleichnamige Strand. Bei einem Bummel entlang der Promenade amüsiert man sich über eine Reihe skurriler Kunstwerke. Unweit von hier befindet sich der Japanische Garten, der 1994 von einem japanischen Landschaftsarchitekten unter Berücksichtigung der Zen-Grundsätze angelegt wurde. Unter Nutzung von Treppen und Aufzügen geht es nun wiederum hinauf zur Place des Moulins. Dabei passiert man zunächst eine der letzten Belle Époque Villen Monacos, die mittlerweile als Museum eingerichtete Villa Sauber. Danach nutzen wir gerne das in Monaco häufig eingesetzte System öffentlicher Aufzüge, um hinauf auf die Place des Moulins zu gelangen, wo wir zunächst einen Blick auf die namensgebenden Mühlsteine werfen. In erster Linie dient uns aber dieser Ort als Ausgangspunkt für die nun folgende Busfahrt, die uns zu einem höher gelegenen Aussichtsplatz nahe des längerfristig geschlossenen exotischen Gartens der Stadt bringt. Danach geht es in vielen Serpentinen wieder hinab auf Meeresniveau und wir besuchen zum Abschluss unseres Besichtigungstags den Rosengarten von Prinzessin Grazia sowie den benachbarten Fontvieille-Hafen. Die Aussichtsterrasse des Anthropologischen Museums bietet uns einen kleinen Ersatz für den Besuch des wegen umfassender Restaurierungsarbeiten nebenan geschlossenen exotischen Gartens. Danach geht es weiter zu dem Prinzessin Grazia gewidmeten Rosengarten, den Fürst Rainier III. 1984, 2 Jahre nach dem tödlichen Autounfall der Rosenliebhaberin, anlegen ließ. Ein kurzer Spaziergang zum Hafen von Fontvieille, von wo aus sich nochmals ein eindrucksvoller Blick auf den Altstadtfelsen eröffnet, beendet unseren Besuchstag in Monaco.